Auch in unserer Eintracht-Karriere hat sich einiges an unserem Verein getan. Spieler sind gegangen, Spieler sind gekommen. Das klare Ziel, deutscher Meister zu werden. Wir schauen gemeinsam auf die neuen Spieler, auf das neue Team und spielen dann heute schon den Supercup gegen Leverkusen. Fangen wir an im Mittelfeld. Miretti der Erste, der verkauft wurde an Atletico Madrid, 57,5 Millionen. Dazu Fratesi geholt von der Roma für 70 Millionen. Ihr seht, ich habe ganz schön viel Geld hin und her überwiesen, aber ich habe einfach nach bestem Gewissen hin und her transferiert, Spieler abgegeben, die ich wirklich nicht mehr brauche und wirklich geguckt, dass wir Qualität einkaufen und nicht nur Quantität. Das heißt, die Stammelf, so ähnlich wie bei meiner Hertha-Karriere, die muss sitzen, weil so viel haben wir dann auch nicht mehr. Ein bisschen was ist auf jeden Fall noch da für 3 Wettbewerbe, aber ihr werdet schon sehen. Also, Van de Beek, der nächste, verkauft an Lazio Rom für 24 Millionen. Großer Schlussverkauf, irgendwie habe ich das Gefühl. Dann Jugendspieler Arnaut verliehen zu Heidenheim. Dafür nochmal bei der Roma zugeschlagen. Martin, das ist so ein Talent, ich will nicht sagen so wie Haraldsson. Hatte ich nicht auch mal irgendeinen Isländer noch im Sturm? Oder war das in der privaten Karriere? Der hat halt auch schon eine 80, ist 19, 30 Millionen ist die neue hängende Spitze. Dann habe ich einen Transfer getätigt, der mir, glaube ich, ein bisschen auf die Füße fallen wird. Ich habe Gift Orban abgegeben an Leverkusen, 20 Millionen. Dafür habe ich Victor Boniface bekommen. Eigentlich hätte ich Boniface noch zusätzlich kaufen müssen und hätte Gift Orban behalten müssen. Da hätte das Geld aber leider nicht gereicht. Also wie gesagt, ich habe versucht nach bestem Gewissen die Mannschaft ein bisschen zu verändern, neues Gesicht hier ein bisschen mit reinzubringen. Deswegen ist auch der Ansgar Knauf verkauft worden zu Brentford, 23,3 Millionen. Miller, eine Laie, der muss halt häufiger spielen. Dann habe ich einen neuen Keeper, Marco Carnesecchi, ich hoffe, der wird so ausgesprochen, von Sociedad. Ist wirklich eine der größten Torhüter-Talente hier im Spiel. Der hat ein richtig hohes Potenzial. Dazu noch Mario Götze abgegeben, getauscht quasi, Spielertausch. Van Deuven, junger Mann, 20 Jahre jung, von Inter Mailand, 7,1 Millionen, ist auch auf der Auswechselbank, hat eine 73, glaube ich, der kann also auch immer mal wieder reinkommen. Dann haben wir Resté. Natürlich, wenn ich einen neuen Keeper habe, heißt das auch gleichzeitig, dass ich unseren alten Keeper wieder verkaufe für 21,7 Millionen. Buta weg zu Sociedad, Paxton Aronson nach Argentinien, Launus und der Königstransfer, wirklich für mich, ihr kennt ihn vielleicht noch aus meiner Villarreal-Karriere, da freue ich mich jetzt schon drauf, 26 Jahre jung, Flügelflitzer, Samu Chukwueze, 78,5 Millionen, da habe ich wirklich ganz, ganz viel Geld auf den Tisch gelegt und ich bin jetzt sehr, sehr gespannt. Wir gucken mal rauf kurz auf die Formation, bevor wir gegen Leverkusen in den DFL Supercup reingehen, also Meister gegen Pokalsieger. Wir spielen mit einem 4-4-1-1, 2 Sechser, Fratesi und Ugarte, könnte ziemlich knallen im Mittelfeld, davor dann Martin, Boniface natürlich vorne, Chukwueze rechts, Mamouche links, die Viererkette ist geblieben. Dazu der Keeper natürlich neu, die Reservebank sieht auch nicht so verkehrt aus. Also klar, ich will deutscher Meister werden, das ist das Ziel. Ob ich es schaffe, weiß ich nicht, aber ich gehe mit dem Ziel rein, dass ich deutscher Meister werde. Auf der Reservebank ist dann halt auch nicht mehr so viel, Gutes will ich nicht sagen, weil das klingt so ein bisschen abwerten. Wir haben Larsson, wir haben Dina Ebimbe, die lassen sich auch gut spielen. Ich bin dazu auf Van Deuven gespannt. David im Tor, Amenda gerade mit einer 55 wird jetzt eher weniger spielen, aber so sieht's aus. Die Eintracht für die 3. Saison, für unsere letzte Saison. Wir starten jetzt rein. Wir kehren zurück an den Ort des Grauens in die WWK Arena. Beim FC Augsburg haben wir die Meisterschaft verspielt. Vielleicht starten wir jetzt mit einem Pokal, mit einem Titel. Und wie das dann am Ende aussieht, werden wir gucken. Also, gehen wir rein. Lasst gerne einen Daumen nach oben da und ein kostenloses Abo. Diese 3. Saison, die wird auf jeden Fall auch mega, mega geil. Verspreche ich euch. Also ich glaube, dass wir wirklich eine Menge Spaß haben werden. Victor Boniface auf der einen Seite und dazu noch Gift Orban auf der anderen Seite. Haben einmal den Verein getauscht. Also ich freue mich. Das ist auch wieder eine Mannschaft, die sich, glaube ich, richtig gut spielen lässt. Wenn wir uns ein bisschen hier gefunden haben, ein bisschen eingespielt haben. So viel Zeit zum Einspielen haben wir dann aber natürlich nicht, wenn die Saison dann losgeht. Ich bin auf Chukwueze gespannt, ob der sich immer noch so geil spielen lässt. Und was macht die Bundesliga? Was machen die anderen Mannschaften? Leverkusen mit Forsberg vorne, Gift Orban, wie gesagt, Molero, Florian Wirtz. Also da sind, wie gesagt, wieder ein paar Hautigen mit dabei. Wir sind ganz knapp gescheitert. Es hat hier in Augsburg nicht sein sollen. Da haben wir die Meisterschaft verspielt. Das heißt, wir, gerade schon gesagt, wir kehren zurück an den Ort des Grauens. Das ist so eine Traumabewältigung, ne? Zurückzukehren an den Ort, um das Ganze hier zu verarbeiten und dann damit auch abzuschließen. Von daher bin ich sehr, sehr gespannt, ob wir Leverkusen hier heute Paroli bieten können, auf jeden Fall, ob wir denn auch gewinnen und den ersten Titel hier für uns holen, das wäre natürlich auch sehr, sehr geil. Meier ist schon mal da, Mamouche und die erste Chance, Ugarte! Und das geht mal richtig gut los. 9. Minute, 1-0. Ugarte aus dem Mittelfeld mit nach vorne. Wie gesagt, Fratesi, den habe ich auch vorher noch nicht gekannt. Ich wollte natürlich auch wieder ein paar Unbekannte holen, die man vielleicht noch nicht so
auf dem Radar hat, die trotzdem eine gute Stärke haben. Und ich glaube, eine 84 Fratesi hat auch noch großes Potenzial, Entwicklungspotenzial. Von daher auf jeden Fall gar kein so schlechter. Vielleicht hat den nicht jeder auf dem Zettel. Weiß ich jetzt natürlich nicht, ob der nicht doch in jeder zweiten, dritten Mannschaft vorkommt. Aber ist halt mal ein anderer Name. Auch der Martin von Rom. Den hat man so auch vorher nicht auf der Liste gehabt. Ich weiß gar nicht, ob das so ein generierter Jugendspieler ist, der halt einfach jetzt schon gut ist aus dem Stegreif heraus. Habe ich halt auch vorher nicht gehört. Aber Mamouche, den kennt er. Boniface in der Mitte, der lauert schon. Wie gesagt, ich hätte eigentlich den Boniface... Oh, Mamouche, was ist das denn für ein Kopfball? Boniface zusätzlich noch kaufen müssen. Aber das Geld hat halt einfach nicht gereicht. Ich habe schon versucht, möglichst sparsam einzukaufen. Aber Qualität hat halt seinen Preis. Davide Fratesi, auch Italiener. Und da haben wir Samu Chukwueze. Schnell, wendig, sehr trickreich. Also wenn ihr da ein bisschen Geld auch über habt, dann holt ihn euch. Ist eine Empfehlung von mir, auf jeden Fall. Kadiolu. Dann haben wir wieder Samu Chukwueze. Und da ist wieder Ugarte. Doppelpack. Vielleicht. Wenn Jordan Pickford nicht dazwischen gewesen wäre. Ansonsten die Viererkette ist ja geblieben. Die ist ja auch noch entwicklungsfähig. Robin Koch, William Pacho hinten auf jeden Fall. Dann Meier auf der linken Seite. Kadiolu, rechte Seite. Ich bin gespannt, wie die Saison verläuft. Vor allem der Beginn. Wie wir reinstarten. Wie viele Siege wir holen. Ob wir uns schon oben festsetzen können. Das sind alles so Fragen, die so ein bisschen in meinem Kopf herumschwirren. Aber es ist auch eine Herausforderung. Und Herausforderungen sind da, um sie zu meistern. Und von daher wollen wir es besser machen als letzte Saison. Den Sieg, der uns dann wahrscheinlich noch gefehlt hätte oder gefehlt hat, den noch dann irgendwie zu holen. So, Martin, da haben wir Samu Chukwueze, Boniface vorne. Oh, der lauert schon. Da ist wieder Chukwueze, vielleicht im Doppelpass mit Martin. Ne, kriegt er nicht hin. Aber Kadiolu. Und jetzt zurücklegen. Da ist Boniface, Ugarte. Kommt aber wieder ran. Das wird wahrscheinlich so ein ähnliches Problem wie Larsen und wie Kalajdzic. Flanken schön und gut. Aber die werden wahrscheinlich nie ankommen. Oder selten ankommen, weil Flanken ja hier so, richtig schlecht funktionieren. Orban! Natürlich! Ausgerechnet er. So Geschichten schreibt halt nur der Fußball, wie immer. Und ausgerechnet er drückt uns hier den Ausgleich rein. Hat aber auch wieder ein bisschen zu viel Platz gehabt. Da sind halt die alten Probleme immer wieder. Die ziehen sich auch, glaube ich, durch die neue Saison. Kaneseci hinten. Weiß nicht, ob der nicht auch haltbar ist. Aber auch da brauchte ich halt einen etwas besseren Keeper. Und wie gesagt, die Qualität hat halt ihren Preis. Und da muss man halt auch mal Spieler für über 70 Millionen holen, über 50 Millionen. Dann natürlich auch Leute verkaufen. Aber gut, wir machen weiter. Nächste Chance vielleicht ja gleich. Wieder um in Führung zu gehen. Boniface! Da ist er! Was der eine auf der einen Seite kann, der Orban, das macht Boniface auf der anderen Seite. Das Tor gegen den Ex-Club, die neue Nummer 10. Rückennummern muss ich mal gucken, ob ich die mal anpasse, ob Boniface die 9 bekommt. Ich weiß gar nicht, Chukwueze hat, glaube ich, die 7. Aber richtig schön gespielt hier. Boniface läuft durch, Mamouche im richtigen Moment. Und der hat natürlich auch einen wuchtigen und einen bulligen Körper. Boniface, der kann sich auch mal durchsetzen. Sah ein bisschen komisch aus. Aber egal, der macht jetzt für die richtige Mannschaft die Tore. Das ärgert mich halt trotzdem immer noch. Die Eintracht war wirklich dran an Boniface im Sommer. Er selber hat wohl gesagt, dass wir die Ersten waren, die mit ihm wirklich Kontakt aufgenommen haben. Ja, hat dann aber irgendwie nicht sollen sein. Das Finanzielle. Und dann hat halt leider Leverkusen zugeschlagen. Man konnte es vielleicht schon so einmal. Boniface hat viele Instagram-Stories und Fotos gemacht, wo er im Leverkusen-Trikot ist. Also, ich sag mal, es hätte mich da nicht gewundert. Oder beziehungsweise es hätte mich gewundert, wenn er nicht zu Leverkusen gewechselt wäre. Weil dann hätten man sich wirklich gefragt, warum er denn ausgerechnet Fotos im Leverkusen-Trikot macht. Wenn er nicht gerade Leverkusen-Fan ist. Warum auch immer. Ja, so, Mamouche. Nächste Chance. Martin ist da. Mal gucken, was das auch für ein Spieler ist. Ugarte. Oh, der muss besser angespielt werden. Chukwueze, Kadiolu und jetzt Fratesi. Mal gucken, was hat der für einen Abschluss. Ja, gar nicht schlecht. Aber das soll halt mehr so ein Abräumer sein, sag ich mal. Und Ugarte vielleicht derjenige, der ein bisschen mehr mit nach vorne geht. So, Freistoß. Quatsch. Eckball. Chukwueze, das macht da der Dreadlock-Kopf auf Boniface. Martin, der nicht rankommt. Orban. Der könnte natürlich hier alle aus dem FF, ist doch klar. Aber wir machen das schon. Achtung, Pickford. Was auch immer das war. Ja, natürlich kommt der an. Aber wir kriegen den Einwurf. Sieht gut aus momentan.
Das ist ein sehr wildes Spiel noch, klar, zu Beginn. Ich muss mich auch erstmal an die neuen Spieler hier gewöhnen, wie ich die so einzuschätzen habe. Aber auch die Bank, wie gesagt, die ist auch okay. Die ist auch gut. Und wer auch gut ist, oh, ist Samu Chukwueze, der wäre da vorne gewesen. Martin, Ugarte völlig frei. Oh, der hätte es alleine machen müssen. Aber Boniface war schon richtig durchgelaufen. War gar nicht so verkehrt, den da anzuspielen. Und wieder Gift Orban. Der weiß halt um unsere Schwächen in der Abwehr. Oh, ist Wahnsinn. Das zieht sich genau so durch in die nächste Saison. Wir kriegen es aber auch nicht hin. Keine Chance. Egal, welche Formation wir spielen, egal wer da spielt, wir werden immer diese Abwehrprobleme kriegen. Wir werden selten, glaube ich, zu 0 spielen. Wenn wir aber dafür immer vorne 2-3 Tore schießen, dann ist das okay. Ist halt am Ende dann wildes Torverhältnis, ne? Das ist auch klar. 5:1 Schüsse bislang, richtig stabil, richtig gute Leistung. Jetzt können wir einmal schauen, dass wir hier die Altbekannten da reinbringen. Vielleicht Larsen vorne rein. Dann haben wir hier einen Haraldsson, der natürlich auch immer noch Entwicklungspotenzial hat. Nagalo hat immerhin schon eine 75. Der hat auch einen richtig großen Sprung gemacht. Dazu noch Shaibi, der links und ins zentralen Mittelfeld spielen kann. Wir haben Nkunku, der auf die linke Seite beackern kann. Den tun wir mal jetzt für Meier rein. Und dazu habe ich noch Santos, der Brasilianer, als Keeper diesmal auf der Bank. Die B11 muss ich mir noch ein bisschen zurecht rutschen. Da ist dann unter anderem auch ein Nacho Ferri, der dann auch mal die Chance bekommt. Oder auch ein Hugo Larsson. Ihr seht, es gibt viele, viele Möglichkeiten hier, die Mannschaft zusammenzustellen. Viel Potenzial drinne. Wie heißt es aber immer so schön, die Wahrheit liegt auf dem Platz. So. Und die Wahrheit liegt vielleicht jetzt im 3-1, dass wir vielleicht schießen. Mamouche, Lars in der Mitte, muss sich positionieren. Dann kriegt er den. Ja, Abschluss ist da. Aber vorbei. Schade. Große Chance. Da hat da so viel Zeit. Er nimmt den eigentlich gar nicht gut an mit der Brust. Und dann fehlt leider ein gutes Stück zum 3-1. Leverkusen hat währenddessen Olaf Scholz verpflichtet in der Innenverteidigung. Neben seinem aktuellen Beruf, in Anführungszeichen, will er mal einen richtigen Job machen. Von daher schauen wir mal, wie er es macht. Jetzt kommt aber erstmal wieder, oh, Gift Orban, das ist viel zu einfach. Lookman und Chaka und geblockt. So, und jetzt die Chance umzuschalten. Jetzt haben wir nämlich ein bisschen Platz. Leverkusen mit der Dreierkette ein bisschen aufgerückt. Oh, Larsen, nee. Da war der erste Kontakt auch schlecht. Aber wir machen weiter hier. Nkunku nach vorne, Haraldsson, Larsen, Mamouche. Oh, eigentlich der falsche Mann. Chukwueze allein gegen alle. Genau so einen haben wir gebraucht für die rechte Seite. Und Leverkusen bietet uns ja auch den Platz an. Also sie haben ja hinten große Lücken. Durch die Dreierkette, dann die 2 Sechser, die auch immer wieder mit nach vorne gehen. Aber wir müssen es halt auch irgendwie auf den Platz kriegen. Lookman. Mamouche ist zwar da, aber wir kommen gar nicht in die Zweikämpfe rein. Wir können nur zusehen, dass wir die Verteidigung so schieben, so stellen, dass die möglichst halt unsere Verteidigung anschießen. Oder wenn sie dann mal durchkommen, dass der Keeper irgendwie da ist. Aber dann gehen die auch zu 90% rein. Carnesecchi ist auch da. Ich hoffe, ich spreche den überhaupt richtig aus, ey. Keine Ahnung. So ein bisschen Italienisch ist wahrscheinlich auch mit dabei. So, jetzt Mamouche. Und jetzt muss er durchkommen. Fratesi. Mal mit nach vorne gegen Granit Xhaka. 2 Sechser unter sich. Mamouche kommt ran. Ja, oh, Haraldsson. Schade. Natürlich die Grätsche auch wieder 10 Stunden vorher. Weil er einfach weiß, was ich mache. Er weiß einfach, was ich mache. Scholz wäre drangekommen. Casale, Wirtz, Schlotterbeck. Also ich glaube, Leverkusen wird auch wieder oben mitspielen. Haben auch eine gute Truppe nach wie vor. Mal gucken, ob die Bayern diesmal ein bisschen mehr oben mitspielen. Achtung. Oh, da gibt es den Freistoß. Den nehme ich mit. Mal gucken, ob wir vielleicht einen vernünftigen Freistoßschützen haben. Wie ist zum Beispiel Fratesi oder Martin oder Chukwueze. Vielleicht können die ja bessere Freistöße. Schauen wir mal gerade. Chukwueze steht schon da. Hat er gute Werte? Ja, geht so. Mamouche, Haraldsson. Aber wir machen das mal. Wir machen das mal. Mal gucken. Chukwueze, vielleicht schießt er ja einen rein. Um die Mauer rum. Komm, riskieren wir mal. 68. Chukwueze, ja. Aber es ist zu weit. Um es dann mal selber zu probieren. Vielleicht so 17, 18 Metern, das ist nochmal eine andere Geschichte. Aber von so weit weg, das wird nicht funktionieren. Und der FC Augsburg. Also, die Saison beginnt, wie die letzte aufgehört hat, mit dem Spiel gegen die Augsburger. Diesmal aber zu Hause. Ja, Stichwort Traumabewältigung. Also das Spiel will es uns wirklich richtig reindrücken.
Ja, erst spielen wir hier im Stadion, wo wir die Meisterschaft verloren haben. Dann spielen wir zu Beginn jetzt gegen das Team, was uns die Meisterschaft versaut hat. Aber wenn wir das dann überstanden haben, dann geht es, glaube ich, bergauf. Dann haben wir eine rosige Saison vielleicht vor uns. Achtung, apropos, Kadiolu ist dazwischen. Frimpong bringt den Ball rein. Oh, was ist das denn für ein Stellungsfehler? Was ist das denn? Und wieder Orban. Aber was war das denn für eine krumme Nummer? Ja, plötzlich verteidigt irgendwie keiner mehr. Hier der Ball sieht man gar nicht mehr. Der kommt irgendwie durch Zufall oben rein. Robin Koch steht auch irgendwie falsch. Und das meine ich halt, ne? Wenn der Ball trotzdem durchkommt, musst du halt irgendwie Glück haben und hoffen, dass der Keeper rankommt. Aber es ist Gift Orban. Es ist ein ehemaliger Spieler von uns und natürlich trifft er zweimal. Sieht schön aus. Leider im falschen Trikot. Vielleicht haben wir eine Kaufoption oder Rückholaktions-Dingsbums-Klausel irgendwie mit in den Vertrag eingebaut. Rückkaufoption, so heißt das doch. Mein Gott. Nun gut, also es bleibt auf jeden Fall spannend, weiterhin spektakulär. Also auch in der Saison könnt ihr, glaube ich, viele Tore von uns erwarten. Fratesi mit der Chance hier auf sein Debüttor. Und Leverkusen kommt über Sada Asmun, jetzt mal auf der Außenbahn, der ist eigentlich Stürmer. Aber heißt ja nichts hier bei uns, zack, einfach einen Fuß rausgestellt. Sehr, sehr gut. So, Chukwueze, natürlich, dass der auch noch nicht vollends da sein kann, ist auch klar. Aber wäre halt sehr schön, wäre halt sehr wichtig für uns. Und sehr wichtig wäre jetzt, wenn Larsen mal die Ruhe behält. Larsen! 3-2! 7 Minuten vor Schluss. Sehr, sehr wichtig. Gut gespielt von Chukwueze, gerade noch ein bisschen angezweifelt, aber der wird auch eine klasse Saison spielen. Und dann aus dem Winkel muss er auch was mal machen. Der ist auch gar nicht so einfach. Aber der macht das. Anjon, Pickford vorbei. Schlotterbeck kommt auch nicht hinterher und der netzt ein zum eventuell ersten Titel. 7 Minuten sind es noch. Mal gucken. 3 verschiedene Torschützen. Das wird auch wichtig sein, dass wir das auf viele Schultern verteilen, die Tore, und nicht nur Boniface und nicht nur Larsen und nicht nur Chukwueze. Aber noch sind es halt 5 Minuten, noch kann es ja auch Verlängerung geben. Und hast du nicht gesehen, also wachsam sein, vorne weiter drauf gehen. So, hier, Ballgewinn Ugarte, das ist genau das, was ich sehen will, genau das, was die Spielidee ist. Und jetzt Larsen gegen Scholz, die Chance, Scholz ist dazwischen. Und Pickford leider auch. Genau das ist die Idee, die ich habe. Ballgewinn, schnell umschalten, über die Außen, wenn es ideal laufen würde in jedem Spiel. Dann wäre das auf jeden Fall der Matchplan. So. Müsste jetzt aber gleich vorbei sein, ne? 1 Minute ist schon vorbei, Schiri, spielt nur hinten rum. Kannst du auch abpfeifen, macht er auch. Und Titel Nummer 1 geht an uns. Der Supercup in Augsburg, da wo es nicht geklappt hat, dort wo wir auch die Meisterschale eigentlich hochhalten wollten. Aber gut, jetzt ist es nur der DFL Supercup, aber auch den nimmt man mit. Der findet irgendwo einen Platz im Museum. Wird eine kurze Siegerehrung hier geben. Ich weiß gar nicht, wen ich als Kapitän ernannt habe. Robin Koch, Nkunku? Ne, wer ist es? Oder ist es doch Kadiolu? Ne, dürfte Robin Koch, glaube ich, sein, ne? Daran habe ich ja, glaube ich, nichts verändert. Genau, so ist es. Also, nach dem DFB-Pokal gibt es direkt mal den ersten Titel zur neuen Saison. Hoffentlich nicht der letzte. Mal gucken. Schönes Teil, hoch damit. Bisschen jubeln, bisschen feiern. Und dann haben wir doch hier einen guten Auftakt, ein gutes Gefühl. Und somit können wir auch in die Bundesliga dann gegen Augsburg starten. Ich freue mich auch übrigens auf die Spiele gegen die ganzen Aufsteiger, die wir hier haben. Es sind ja, der SC Paderborn ist wieder zurück. Bin treu. Verkaufe meine Playstation dafür und so weiter und so fort. Und wer ist noch hochgegangen? Was haben wir gesagt? Hannover 96? Ne, die waren schon da. Hertha. Haben wir gegen Hertha schon gespielt? Ich glaube, Hertha ist noch mit hochgekommen. Hertha und Paderborn. Hoffenheim, Union. Wer ist denn? Ne, Bochum, glaube ich. Mein Gott, ich weiß doch schon gar nicht mehr. Egal. Auf jeden Fall ist das hier die Bundesliga für die 3. und letzte Saison. Klar, Ziel deutscher Meister, wie immer. Ich bin sehr, sehr gespannt, ob wir das irgendwie hinkriegen. Champions League Gruppen sind auch schon irgendwie ausgelost. Nee, da ist noch die Quali-Runde. Da werden wir dann also auch bald unsere Gegner erfahren. Wir spulen mal vor bis zum ersten Spieltag gegen Augsburg. Und dann würde es mich, wie gesagt, freuen, wenn wir
uns dann wiedersehen. Jetzt gibt es noch einen Abgang. Ein unerwartet ist das unser Nachwuchskeeper aus Brasilien? Santos, oder habe ich da was nicht mitbekommen? Genau, Cauã Santos zu den Boca Juniors für 2 Jahre, weil der braucht halt auch Spielpraxis. Der hat ein gutes Potenzial, dazu haben wir... Gut, Arthur David dann, der ist dann wahrscheinlich der zweite Keeper. Muss ja dann der zweite Keeper sein. Und ihr seht, ich habe auch da nicht mehr so viel Geld übrig. Ich habe hier wirklich hin und her überlegt, 14 Millionen. Da könnte man jetzt aber trotzdem noch mal ein bisschen was machen. 3 Millionen haben wir durch den Supercup schon alleine bekommen. Also vielleicht gelingt mir ja noch der ein oder andere etwas spektakulärere Transfer für 14 Millionen. Weil so ein bisschen Ersatz bräuchten wir vielleicht dann doch noch. Also die Bank, wie gesagt, ist okay. Vielleicht doch nochmal einen richtigen zweiten Keeper, weil gerade mit 55, der ist wie gesagt gefühlt in Rente. Simoni 65 und David 67. Vielleicht finden wir ja da noch einen Keeper, der so eine Mitte 70er Stärke hat. Vielleicht nochmal einen Stürmer oder so. Ich werde mich da nochmal umgucken lassen. Wir machen dann aber erstmal das Spiel gegen Augsburg. Und dann schauen wir weiter. Also bleibt dran. Es wird wie gesagt eine geile Saison. Den ersten Titel haben wir schon. Und dann gucken wir mal, ob wir gegen Augsburg auch gut reinstarten. Macht's gut, bis dahin. Ciao, ciao.